Ihr seid gerade mal ein paar km/h zu schnell und obwohl die Prüfung gerade erst begonnen hat, seid ihr hier schneller durchgefallen, als ihr gucken könnt. Und da das mal ganz schnell passieren kann, ist die Geschwindigkeit mitunter Durchfallgrund Number One. Extrem wichtig ist hier, achtet ganz besonders auf eure Blickführung. Gerade wenn ihr außerorts unterwegs seid, schaut ihr beim Fahren nicht direkt vors Auto. Ihr versucht hier vielmehr euren Blick weit nach vorne zu richten. So könnt ihr Schilder schon relativ weit aus der Ferne erkennen und direkt darauf reagieren. Also Gas wegnehmen oder bremsen und euer Tempo anpassen. Seid ihr beim Reinrollen 1-2 km/h drüber, wird sich da mit Sicherheit kein Prüfer anstellen. Alles über 10 km/h würde ich dann doch versuchen zu vermeiden. Dann ist natürlich das generelle Schildersehen ein ganz wichtiger und entscheidender Punkt. Wichtig ist hier nur in Bezug auf Geschwindigkeit. Ihr müsst verstehen, dass hier sehr häufig gar keine Schilder aufgestellt werden. Heißt dann also im Endeffekt, ihr müsst dann nicht nur Schilder sehen, sondern ihr müsst dann im Grunde genommen auch Schilder nicht sehen. Hä? Ja, ich weiß, hört sich ein bisschen komisch an, ist aber ganz simpel. Weil ihr müsst dann natürlich auch erkennen, wenn dort keine Schilder stehen. Heißt also, man muss die ganze Zeit wie ein Fuchs aufpassen, weil man ja sonst nie genau weiß, ob da was gestanden hat. Wenn ihr dann dort keinerlei Beschilderung für die Geschwindigkeit habt, müsst ihr wissen, ob ihr euch innerorts oder außerorts befindet. Also sind die Ortsschilder in Bezug auf Geschwindigkeit sehr wichtig und müssen immer gesehen werden. Was hier auch wichtig zu verstehen ist, teilweise gelten noch Ortsschilder, die man wirklich gefühlt eine halbe Stunde vorher gesehen hat. Und ein Schüler würde da natürlich im Leben nicht drauf kommen, dass ein Schild, was vor einer halben Stunde da stand, jetzt noch wichtig sein könnte. Aber da sieht man mal, wie krass aufmerksam ihr bei dem Thema Schilder sein müsst. Und der letzte wichtige Punkt, gerade für Fahranfänger, alle 4 bis 8 Sekunden kurzer Blick aufs Tacho. Als Fahranfänger hat man in der Regel ein sehr schlechtes Gefühl für die Geschwindigkeit. Keine Angst, dies ist aber total normal am Anfang. Umso wichtiger ist es aber, das Tacho niemals aus den Augen zu lassen. Ein klitzekleiner Mini-Blick reicht hier aus, um euer Tempo zu checken. Versucht ihr aber am besten nicht genau die Geschwindigkeit zu fahren. Bedeutet, ich versuche nicht 50 zu fahren, sondern knapp darunter. Oder ihr macht euch das Leben leichter und benutzt ein Tempomat oder den Limiter. Sollte es dann nochmal vorkommen, dass ihr zu schnell fahrt, müsst ihr unbedingt darauf achten, dass ihr innerorts niemals schneller als 5 km/h fahrt und außerorts niemals schneller als 10 km/h. Sollte es dann noch vorkommen, dass ihr ein wenig zu schnell fahrt, habt ihr laut Prüfungsrichtlinie circa 3 Sekunden Zeit, um es anzupassen. Aber keine Angst, in der Realität sind die Prüfer hier ein bisschen human. Aber ihr müsst hier schon zusehen, dass ihr es am besten sofort merkt und es dann auch direkt anpasst, weil sonst seid ihr hier schneller durchgefallen, als ihr fahren könnt.